Hallo, heute sind wir im Haus des Meeres. Ich stehe hier direkt am Pacific Eye. Das ist eine Installation im Haus des Meeres, das einem erlaubt, quasi einen Blick rein in den Pazifik zu werfen und auch einen sehr besonderen Blick, weil wir hier gleich zwei Haiarten sehen können. Das ist einmal der kalifornische Stierkopfhai, auch gerne Hornhai genannt, und der Schwellhai. Den Schwellhai kann man durchaus als zoologische Rarität bezeichnen. Warum? Es gibt nicht mal eine Handvoll Haltungen in ganz Europa, die in einem akkreditierten und/oder zertifizierten Aquarium stattfinden. Der Schwellhai gilt aktuell als nicht bedroht. Allerdings konnte bei der letzten Evaluierung kein Populationstrend festgestellt werden. Also man weiß nicht, ob sie mehr werden in der Natur oder ob sie weniger werden in der Natur. Deshalb ist es sehr wichtig, dass moderne zoologische Gärten und Aquarien natürlich auch anfangen, diese Haiart durchaus auch zu halten. Aus dem einfachen Grund, weil die Art in der Natur sehr wohl Bedrohungen kennt. Die Bedrohung dieser Schwellhaie ist gegeben durch die kommerzielle Fischerei, wo er häufig als Beifang endet. Ähnlich wie der ebenfalls im Becken lebende Hornhai hat er keinen kommerziellen Wert. Er wird also nicht aufgrund seiner Seltenheit in der Natur irgendwie bejagt oder ähnliches, sondern beide Haiarten sind vor allen Dingen Beifangopfer. Das heißt, wenn nach Fischen im Meer zur Vermarktung gesucht wird, ist es ganz häufig auch, dass Schwellhaie entweder in Form von Eiern oder natürlich auch in Form von erwachsenen Tieren in diesen Netzen enden, obwohl die eigentlich gar keiner haben will. Das stellt sich im Moment als noch nicht ganz kalkulierbares Risiko heraus, deshalb ist es von großem Wert, wenn das Haus des Meeres gerade auch diese Art zeigt und natürlich sie auch hält, um Menschen mit diesen besonderen Haien vertraut zu machen. Bei den kalifornischen Stierkopfhaien kann man gleich zwei Arten der Fortbewegung beobachten. Nämlich einmal schwimmen sie, wie das so jeder mal kann, aber sie können sich auch durch den Einsatz ihrer Brustflossen quasi gehend über den Boden bewegen. Beide Haiarten ernähren sich durchaus gerne von wirbellosen Bodenbewohnern. Wir haben gerade die Möglichkeit, jetzt gleich im Video eine Fütterung zu sehen, und da können wir sehr genau beobachten, nämlich wie sich die Haie dieser Nahrung auch bemächtigen. Bei der Fütterung können wir zum Beispiel auch das faszinierende Jagdverhalten der Schwellhaie beobachten. Warum ist das faszinierend? Jeder stellt sich einen Hai als Jäger vor, der wild durch die Meere rollt. Der Schwellhai ist das gar nicht. Das ist ein sehr bodenständiger Hai, der auch seine Nahrung vom Boden bekommt. Wie eben schon die erwähnten Wirbellosen, aber zum Beispiel geht er nachts auf Nahrungssuche und schafft es dann, zum Beispiel schlafende Fische auch zu erbeuten. Er ist aber nicht gerade eben dieser Raubfisch. Und das können wir bei der Fütterung unglaublich gut sehen. Da sinken nämlich die Wirbellosen erst auf den Boden und dann erst entdeckt der Schwellhai seine Chance und greift sich seine Ration. Dass die Haltung hier hervorragend funktioniert, sieht man nicht nur am natürlichen Verhalten aller Bewohner dieses pazifischen Bereiches, sondern man merkt es auch daran, dass das Haus des Meeres es schafft, die kalifornischen Stierkopfhaie nachzuzüchten.
was eine tolle Bereicherung natürlich für die insgesamte Haipopulation ist und der Biodiversität der Haie in modernen Zoos und Aquarien natürlich auch enorm zuträglich ist, weil man dann eben auf Nachzuchten setzen kann. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.